Also ich würde jetzt hier Worte finden gerade, die wir aufgrund der YouTube-Richtlinien wahrscheinlich gar nicht sagen dürfen und ihr würdet jetzt ein Dauerpiepen hören. Diese Bremszylinder sind aber leider nicht mehr zu bekommen. Das ist schon brandgefährlich hier. Also ist das nicht die richtige Pumpe? Dass wir vorne das größere Problem haben. Was für eine Scheiße. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Guten Morgen und herzlich willkommen im neuen Video. Ich wollte am Anfang des Videos einmal kurz zusammenfassen, wie jetzt so der Stand mit unseren Bremsen ist. Im letzten Video haben wir hinten die komplette Bremse einmal ausgetauscht. Da sind die neue Zylinder drin, neue Leitungen drin und neue Schläuche und so weiter. Da ist alles tippitoppi. Wir dachten ja eigentlich, dass hinten unser größtes Problem ist und dass jetzt mit der Beschaffung der Bundeswehrachse eigentlich alles getan ist. Aber leider hat sich herausgestellt, dass wir vorne das größere Problem haben. Und zwar haben wir die Zylinder einmal ausgebaut und wir dachten, wir haben die richtigen Teilenummern und haben die richtigen Zylinder bestellt. Hat sich aber leider herausgestellt, dass das nicht die richtigen Zylinder sind und nicht die richtigen Teilenummern. Wir haben mit Renault telefoniert, die haben uns dann die richtigen Teilenummern gegeben. Diese Bremszylinder sind aber leider nicht mehr zu bekommen. Die wurden bei Renault das letzte Mal 2020 verkauft. Überall, wo wir geschaut haben, auf allen möglichen Seiten, gibt es diese Zylinder nicht mehr. Wir werden jetzt diese beiden Bremszylinder von vorne einschicken zu einer Firma, die überholt. Kann aber 6 bis 8 Wochen dauern. In dieser Zeit werden wir andere französische Foren und Facebook-Gruppen und so weiter und Kontakte, die wir noch haben, anschreiben, um nicht diese Zeit von 6 bis 8 Wochen einfach zu verlieren. Könnte man die alten wieder einbauen, vorne und weiterfahren? Nein, die sind wirklich komplett auf. Wir hatten vorne überhaupt gar keine Probleme mit der Bremse, aber beim Ausbau hat sich einfach herausgestellt, die sind komplett auf und wir werden da früher oder später absolut Probleme mit bekommen. Damit gehen wir nicht auf Weltreise. Ja, das ist momentan der Stand. Und es geht weiter mit dem Video. Guten Morgen. Guten Morgen. Was gibt's Neues zu unserer Bremsanlage? Ich versuche gerade im französischen Forum für die Mittelleiner-Hilfe zu finden. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, weil alles irgendwie ins Französische übersetzt wird oder werden muss. Mal gucken, was wir da kriegen. Also ich würde jetzt hier Worte finden gerade, die wir aufgrund der YouTube-Richtlinien wahrscheinlich gar nicht sagen dürfen und ihr würdet jetzt ein Dauerpiepen hören. Guckt einfach drauf. Das heißt, Bremsbeläge neu, Trommel ausdrehen und klar, der Zylinder muss ja auch neu. Also sagen wir mal so, derjenige, der davon weiß, naja, ich sag da nichts mehr zu. Das ist schon brandgefährlich hier. Es reicht leider nicht, nur diese eine Seite jetzt zu machen, also Trommeln und Bremsbeläge und das alles neu, sondern wir müssen die andere Seite halt mit neu machen, dass die beide gleich sind, also beide Durchmesser gleich groß sind. So, das heißt, 4 Bremsbeläge, 2 Trommeln ausdrehen. Ja. Das ist eine verschweißte Verbindung. Ich weiß auch nicht, ich bin ja jetzt nicht so der Fachmann, aber ist das eigentlich an Sicherheitsteilen so erlaubt? Ja, an der Bremsleitung sowas zu verschweißen? Was ich total krass finde, ist, dass wir ja mit dem auf dem Bremsenprüfstand waren. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Und die Bremsen sind ja nicht erst seit ein paar Monaten so, das ist ja schon viel, viel länger so. Dass die sind ja komplett ausgebrannt und kaputt und so. Und trotzdem hat man nichts davon gemerkt. Die Bremsen haben normal gebremst, keine große Abweichung zueinander gehabt, also alles im Rahmen der Toleranz. Steckst nicht drin. Musst du aufmachen, um sicher zu gehen. Ja. Wie ist jetzt hier der Stand? Wir kriegen die Bolzen hier unten nicht lose.
um die Bremsbeläge abzukriegen. Hier sind so Stifte, ich weiß nicht, da kommt man schlecht mit der Kamera ran, aber da sind so 2 Bolzen drin, die die Bremsbeläge hier halten. Und die kriegen wir nicht raus. Jetzt haben wir hier mit einem anderen Rostlöser das probiert. Oder probieren wir jetzt mit einem anderen Rostlöser. Der braucht auch ein bisschen Zeit. Und dann müssen wir gucken. Ansonsten bleibt nur noch Plan B, hier die ganze Ankerplatte lösen. Das wollen wir nicht so gerne. Die andere Seite nehmen wir jetzt auch hoch, weil wir ja dann beide Trommeln einsenden müssen und alle Bremsbeläge. Das heißt, die Räder müssen runter. Na gut, wir hatten das ja hinten schon gemacht, dass er dann komplett auf Böcken steht. Vorne wird das genauso gut funktionieren. Ja, es ist schon ziemlich deutlich, dass die hier schon mal gemacht wurden, weil die sehen komplett in Ordnung aus, da ist gar nichts mit. Deswegen ist es auch so schade, dass wir die jetzt nochmal neu machen lassen müssen. Na gut, nützt ja nichts, ne? Baue ich die mal aus. Das ist eigentlich eine Sprengringzange. Für etwas größere Sprengringe. Aber damit kann man halt auch die Federn wunderbar auseinanderziehen. Das, was wir nicht losgekriegt hatten, weil das halt alles so zugebaut ist. Jetzt kommen wir natürlich gut ran und jetzt kriege ich die Federn damit auch ran. Kriegen die Bolzen nicht raus. Großer Mist. Wir haben jetzt schon ein paar von euch angepinkt, auch über Instagram gefragt und kam einiges an Rückmeldungen auf, was wir da machen sollen, wie zum Beispiel halt mit Hitze arbeiten. Da müssen wir mal gucken, weil das ist halt nicht ganz unproblematisch, weil der Wellendichtring, der kann Hitze halt nicht so gut ab. Ich habe jetzt nochmal bei Renault angefragt, ob wir uns eine Reparaturanleitung irgendwie schicken können. Also wir haben jetzt die Option, das zu versuchen, mit noch mehr Gewalt sozusagen daran zu gehen. Es gibt sogenannte Schlagabzieher, vielleicht kann man da was machen, da habe ich jetzt schon einen Tipp gekriegt. Oder eben halt mit Hitze arbeiten, das hatte ich ja schon gesagt. Ja, oder als letzte Option wäre dann die Ankerplatte hier abzunehmen. Das bedeutet aber, dass wir das ganze Gerümpel hier mit abnehmen müssen und das ist richtig viel Arbeit. Wahnsinn! Was für eine Scheiße! Das sind sie. Ist doch geil. Ich freue mich. Oh Mann, ey. Fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Ich kann mir gerade keinen besseren Job vorstellen. Nee, aber im Ernst. Also, so ein geiles Gefühl, wenn du echt nach so einem Rumgepuckel das endlich lösen kannst. Das ist unbezahlbar. Mächtig Rost dran. Aber letztendlich kamen wir raus. Die wurden jetzt ausgedreht und die mache ich jetzt rauf, damit ich die Reifen raufbauen kann, damit wir dann jetzt anfangen können, den Motor mal zu inspizieren. So, wir wollen halt, bevor wir die Hütte hier kippen, eben entsprechend
die Reifen vernünftig montieren und damit der LKW von den Böcken runterkommt. Die Bremsbeläge und die Radbremszylinder, die sind jetzt eingeschickt worden und werden überholt. In der Zeit werden wir uns jetzt um andere Dinge dann auch kümmern. Der Meister sagt, Motor sieht erstmal gut aus, also ist wohl nicht ganz so schlimm. Was war los? Dreht nochmal. Was war los? Ist ja im Grunde eigentlich ohne Funktion. Das ist, wenn du den drückst, ziehst du den Gashebel quasi auf Nullförderung. Den hier. Ja. Und wenn der dann wieder nach oben geht, sollte der eigentlich wieder, sag ich mal, durch die Federkraft quasi auf Standgas gehen. Wir tauschen die Vorförderpumpe, weil die jetzt drin ist so ein bisschen schlappi. Das ist jetzt nicht hundertprozentig genau die da jetzt drin sitzt, aber soll letztendlich da auch reinpassen. Wurde zumindest genannt als Ersatz für diese Teilenummer, die wir da angegeben hatten. Mal gucken, ob es passt. Ich habe die Vorförderpumpe jetzt draußen. So sieht die aus. So sieht die andere aus, die mir als, soll man sagen, Nachfolgemodell angezeigt wurde. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, da passt der Hebel nicht. Also ist das nicht die richtige Pumpe. Ja. Ich wechsle jetzt die Dieselfilter. Hier komme ich wenigstens weiter und da bin ich mir auch sicher, dass die passen, dass das die gleichen sind. Das ist nicht so schwer. Ich habe jetzt hier noch so ein Profi-Gerät gekriegt vom Meister, um die loszudrehen. Ich habe nur so ein komisches Band, so ein Ölfilter-Bandwerkzeug. Ich glaube, das kennt ihr auch. Warte mal. Ja, hier das hier. Eigentlich müsste ich es ja mal ausprobieren, ob ich es damit lose kriege. Ne? Mach ich doch mal. Dann stellt man so die Größe ein. Und dann dreht man hier so raus. Gucken wir mal. Also so ist das dann gedacht. Und sieh da, löst sich auch schon. Es läuft. Vielleicht hätten wir später waschen sollen. So, im Grunde genommen sehe ich heute genauso dreckig aus wie vor der Wäsche. Das Wichtige hier ist jetzt, dass man den neuen Filter mit dem Diesel, der in dem alten drin ist, wieder befüllt, damit man nicht so lange braucht beim Entlüften nachher. Und natürlich muss die Dichtung auch einmal mit Diesel eingeschmiert werden, damit die besser abdichtet. Das ist eigentlich im Prinzip wie beim Ölfilter auch. Nur dass man beim Ölfilter wechseln nicht das Altöl in den neuen Filter gießt. Also im Grunde genommen nur handfest ziehen. Jetzt nicht nochmal festballern, sondern einfach nur, dass es mit der Hand festgezogen ist, festgedreht ist. Im Grunde genommen ist das der Vorfilter und das der Hauptfilter, sind ja nun mal beides die gleichen. Aber jeder Dieselmotor hat ja irgendwie einen Vorfilter und dann nochmal irgendwie diese Hauptfilter. Und bei dem ist das so gelöst, dass es beides die gleichen Filter sind. Den wechselt man dann irgendwie alle 20.000 und den alle 40.000. Das ist das Ventil für den Lufttrockner. Das haben wir jetzt auch ausgetauscht. So, es ist halt dafür da, dass eben die Luft im System getrocknet wird. Das Ganze läuft aber ohne Kartusche. Es hat keine Kartusche. Das ist halt ein Verdunster, wo sich das Wasser dann unten in dem Ventil sammelt. Und wenn dann genug drin ist, dann lässt er ab. Hallo, jetzt auch mal ein paar Aufnahmen von mir. Ihr seht mich ja so selten. Der eine oder andere fragt sich bestimmt, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag, wenn ich Nikolas nicht gerade beim Reparieren aufnehme. In der Vergangenheit war das ja so, dass Nico die YouTube-Videos geschnitten hat, aber durch die intensive Bauphase und jetzt auch in der Reparaturphase habe ich das halt übernommen. Bisher kam auch noch nicht zurück, dass sich die irgendwie verschlechtert haben, die Videos. Von daher kann das ja nicht aufgefallen sein. Parallel arbeite ich dann noch an unserer Internetseite. Da hat sich auch in den letzten Wochen und Monaten richtig was getan. Falls ihr da interessiert seid, schaut doch auch mal gerne darauf. Außerdem kümmere ich mich
um unseren Instagram-Account. Da bearbeite ich die Bilder und beantworte eure Nachrichten, die ihr uns da ganz fleißig immer schreibt. Außer es geht um den LKW, dann übernimmt die Bearbeitung natürlich Nikolas. Naja, so ein paar Büroarbeiten müssen dann halt auch immer noch getan werden. Wir sind ja jetzt selbstständig und da gibt es halt so viele Sachen, die jetzt einfach neu sind für uns und um die ich mich dann halt kümmere. Also steuerliche Fragen, wenn es jetzt zum Beispiel um unsere Kooperation so geht, wie wird das denn in unserer Steuererklärung zum Beispiel dann irgendwie verbucht, und ja, mit diesen Themen beschäftige ich mich dann auch immer noch so nebenbei. Und dann gibt es noch aktuelle Sachen, um die ich mich kümmere, wie zum Beispiel hat uns Makita angeschrieben, die möchten gerne mit uns ein Gewinnspiel veranstalten, und da schaue ich mir gerade an, wie das so funktioniert auf Instagram und YouTube. Da gibt es halt auch viele Sachen, die man berücksichtigen muss. Und da arbeite ich mich dann halt in solchen Themen so ein. Ja, das sind so meine Sachen, die ich so zu erledigen habe. Vielleicht war das jetzt für den einen oder anderen interessant. Vielleicht auch nicht. Ja, auf jeden Fall, das waren jetzt so ein paar Bilder von mir. Wir haben nochmal die Teilenummern verglichen und auch die Hebel nochmal zueinander. Der sieht zwar ein bisschen länger aus, aber das muss passen. Wir werden jetzt versuchen, die einzubauen. Der Meister meinte, wenn du die ohne Gewalt da reinkriegst, also ganz normal eben reinsetzen kannst, dann passt das auch. Dass die Pumpe hinüber ist, das merkt man ganz gut daran, dass wenn ich jetzt hier den Hebel betätige, das ist ja das, der läuft ja hier über die Nocke, über die Nockenwelle und wird so betätigt. Und jetzt hier den Finger drauf halte, dann müsste ich ja irgendwie einen Unterdruck spüren. Und da kommt halt nicht mehr viel. Und bei der Pumpe, wenn ich da das gleiche mache, also erstmal hört sie sich ganz anders an. Ne? Ich weiß nicht, ob man das hört. Ne? So, da entsteht ein richtiger Unterdruck am Finger. Und das ist bei der hier fast gar nicht mehr. Naja, ich meine, bis jetzt haben wir 22,9 Liter verbraucht. Ich weiß nicht, wenn wir die jetzt einbauen, ob wir dann bei 25 nachher liegen. Das ist vielleicht auch ein kleines Sparpaket, ne? Die hier, die alte. Jetzt habe ich schon wieder zu viel gelabert, ne? Ja. Na gut. Ich baue die jetzt ein. Ein kleiner Tipp, den ich auch bekommen habe, ist, wenn halt irgendwie an diese Leitung, wenn ihr da irgendwie zugange seid, damit euch nicht irgendwie die ganze Leitung immer leer läuft, könnt ihr die auch mit so einer, jetzt habe ich vergessen, wie die heißt, also so einer Klemmzange zugedrückt halten. Natürlich muss sie vorsichtig eingestellt werden, dass ihr die Leitung nicht kaputt drückt, aber damit könnt ihr sie halt abdrücken und dann läuft der Siesel nicht aus der Leitung raus. Finde ich ganz gut. Also sie scheint schon irgendwie reinzupassen. Nur wenn ich sie halt reinsetze, dann wird dieser Hebel hier ein Stückchen weiter reingedrückt. Ich weiß halt nicht, wie die Nocke da drin steht. Vielleicht ist das richtig so. Bei der ist es genauso, dass die jetzt nicht einfach so satt ranpasst, sondern ich muss sie ein Stück randrücken an die Dichtung, sodass der Hebel hier ein Stück reingedrückt wird. Es ist auf jeden Fall genug Platz da drin. Und die Nocke läuft hier hinten drüber. Also sie läuft an diesem Hebel so lang. Also sie hakt da nicht irgendwo ein oder so, sondern sie läuft hier hinten immer drüber und drückt entsprechend die Pumpe ran. Das müsste passen. Die neue Vorförderpumpe ist eingebaut. Ich starte jetzt den Motor. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen entlüftet, nur noch nicht vorne an den Filtern. Ich hoffe, dass es trotzdem irgendwie so durchläuft. Drücken wir mal die Daumen, dass das jetzt nicht irgendwie knallt oder kracht, weil ja doch irgendwie die Pumpe dann doch nicht passt oder was, ich weiß es nicht. Die wird schon passen, aber es ist halt immer so ein spannender Moment. Läuft's oder läuft's nicht? Spannend. Ich habe ein bisschen Angst jetzt, ne? Muss ich mal sagen. Achtung.
Ohne Entlüften der Dieselfilter habe ich ihn angekriegt. Das ist nicht für den Motor. Zurück! Ich wollte ganz gerne nochmal sagen, dass das alles, was ich jetzt hier zeige, natürlich mir vorher gezeigt wurde und ich das jetzt alles gelernt habe, dadurch, dass mir andere nette Menschen das zeigen. Und an der Stelle möchte ich mich halt auch nochmal ganz herzlich bedanken, halt bei diesen Menschen, wie jetzt halt zum Beispiel Olli hier in der Werkstatt, das muss der so nicht machen. Ne? Der könnte das halt einfach reparieren und dann zahle ich am Ende einen Preis und gut ist, wäre auch in Ordnung. Aber er ist halt so, dass er sagt, er möchte mir das zeigen, sodass ich selbstständig unterwegs die Dinge dann halt auch angehen kann. Und nur deswegen kann ich das jetzt hier. Ich bin jetzt nicht irgendwie zu einem Kfz-Profi oder so geworden. Ich bin auch noch weit entfernt davon zu sagen, ich habe jetzt irgendwie ein Wissen wie ein Fachmann dafür. Ich weiß jetzt vielleicht, was es diesen LKW angeht, das eine oder andere mehr. Das ist auch gut so und damit fühle ich mich auch viel sicherer. Aber den Dank gebührt halt diesen Menschen, wie eben halt jetzt Olli hier und auch Hans-Peter zum Beispiel, mit dem ich ja den Reifenwechsel durchgeführt habe und halt auch noch vielen, vielen anderen, die uns begegnet sind zwischendurch. Am Ende des Videos haben wir noch richtig coole Nachrichten. Wir haben eine Firma gefunden, die unsere Bremszylinder schafft, in nur einer Woche zu überholen. Zumindest haben sie es gesagt. Also wenn alles gut geht, dann werden wir vielleicht nächste Woche schon weitermachen mit den Bremsen. Ansonsten machen wir uns jetzt erstmal an den Motor ran. Da haben wir auch noch so ein paar Sachen, die offen sind. Und ja, wir arbeiten uns ja von hinten nach vorne am LKW durch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns wie immer gerne einen Daumen da. Da freuen wir uns richtig dolle drüber. Abonniert auch kostenlos unseren Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Genau, schreibt uns gerne was in die Kommentare, wenn ihr irgendwie Anmerkungen dazu habt, zu dem, was wir gemacht haben oder Fragen. Das hilft ja auch dem einen oder anderen, der hier auf dem Kanal sich Informationen holt. Ja, und wir freuen uns natürlich auch immer drüber. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Woche.